Der Tisch, der da unten steht, der ist älter wie meine Beziehung zu meiner Gattin. Wir sind jetzt 50 Jahre fast verheiratet. Das ist Wolfhard und ich bin Brigitte. Und das ist unser Wohnmobil, mit dem fahren wir also vorzugsweise hier an die Westküste und genießen die Natur und das Wasser und ja, so ist das. Und das machen wir schon seit ein paar Jahren. Ein paar Jahren ist übertrieben. Seit Jahrzehnten. Also wir sind 1980 das erste Mal in Portugal gewesen. Das erste Mal in Portugal gewesen. Mit unseren Kindern, da waren die noch recht klein teilweise. Da war unsere Tochter gerade 2,5 ja, oder so. Ja. Oder 3. Das ist unsere Küche hier. Mhm. Es gibt 2 Gasflammen. Hier ist die Gasflasche. Die fülle ich mir selbst. Immer mit dem örtlichen Gas, was man hier kaufen kann, habe ich mir Adapter gebaut. Mhm. Das reicht für das ganze Jahr, wenn wir Gelegenheit haben, hier irgendwo in der Wildnis zu verbringen. Das ist unser Duschwasser, 2x30 Liter. Da wird hier der Schlauch, der wird dann in den Wassertank da reingestellt. Hier ist im Augenblick gar nichts drin. So, und dann saugt das an und dann kommt das hier raus. Ja? Und hier wird jetzt die Dusche angeschlossen, entweder auf die Seite oder auf die Seite. Ja? Ja, und dann kann man hier wunderbar duschen. Und wenn dann so die Wanderer vorbeikommen, dann sage ich hier, komm, wollt ihr duschen? 1 Euro. Und da ich ja immer was fürs Ambiente halte, habe ich dann auch hier Folgendes hier. Schon alleine, wenn die Polizei kommt, ja, und uns verjagen will, dann habe ich hier meine Zange, um den ganzen Müll aufzuheben. Ne? Ne? Du gehörst nicht zum Müll, oder? Ach ja. Ja, man sieht dieses Schleifchen da, ja. Welches Schleifchen? Ja, an den Beuteln da. Ah ja. Ne, das ist eine neue Errungenschaft. Das war meine Idee. Ich weiß immer nicht, in welchen Beuteln meine Sachen sind und wo die Sachen von Brigitte sind. Und jetzt das grüne Schleifchen bedeutet, das ist für mich, und das andere ist von Brigitte. Ja? Und die Beutel, die kein Schleifchen haben, das ist dann so Technik oder irgendwas. Aber man sieht wieder, das heißt immer, die Frauen haben mehr Zeug. Ne? Guck dir mal an, zähl mal die Schleifchen. Und das, was da drunter ist, gehört auch noch dazu. Also hier, dieses war mal ein Kinderbett gewesen hier. 90er Matratze mal 2 Meter. Mhm. Das habe ich jetzt modifiziert, verstärkt hier mit dem Holzleisten, damit das nicht durchbiegt. Ja? Das liegt hier auf einem Trägersystem hier auf, da und da, dass es nicht runterkippt. Und wenn ich alleine bin oder wenn Regenwetter ist und man will sich tagsüber aufhalten, dann kann man dieses Brett hochkant stellen und das Brett rüberschieben, damit man hier mehr Platz hat. Ah. Dass man auch bei Regenwetter innerhalb des Autos ein bisschen hinterher marschieren kann. Ne? Die Rückwand, da soll das Fenster ein bisschen größer werden, dass man notfalls da durchkriechen kann. Ja. Hier ist unsere Klimaanlage. Ja. Müsste eigentlich laufen. Ja, läuft. Und jetzt ist nur das Problem, ich muss die Klappe aufmachen. Entweder muss ich das hier so vorbeischieben. So. Und dann wird das da aufgemacht. So, jetzt ist es so. Und jetzt geht die Steckverbindung wieder da zusammen, bis das wieder laufen. So. Das wird abgesaugt. Ja. Ne? Nur die warme Luft raus. Ne? Hier ist unsere Elektrotechnik. Ne? Das ist ein Laderegler. Normalerweise baue ich das alles alleine, aber das ist mir mal geschenkt worden. Ich habe im Solarinstitut gearbeitet in Kassel. Na, das gehört auch noch zu der Elektroversorgung. Da blickt nicht jeder durch und ich manchmal auch nicht mehr, weil ich es vergessen habe. Und habt ihr Solar? Ja, da oben. 50 Watt. Das reicht.
Ja, dieses hier ein Zaundraht, den habe ich dann in den Korb gebogen, ne, damit man sich nicht verletzt, ein Edelstahlrohr rum. Da war bei Aldi in Spanien war das Überdach mal ein bisschen zu niedrig, da bin ich gegengefahren, deswegen ist das also ein bisschen deformiert. Ne. Hier sind die Schirme drin, auf der anderen Seite ist die Markise drin. Mhm. Ne. Das ist die Köchin. Ne. Da habt ihr in 2 Flammen, ne? Ja. Ja, wir haben noch mehr des Guten, aber ja, sowas zum Beispiel. Ja. Die Firma Mercedes, ja, die hat ja so Eigenheiten. Die hat keine Handfeststellbremse, sondern eine Fußfeststellbremse. Und das ist ganz beschissen. Ja. Und wenn man jetzt vom Abgrund steht, ja, und man hat nur den Sekundenbereich, das Wechseln von der Feststellung lösen und so weiter, dann ist dieser Apparillo, den kann ich entweder Hinterräder oder Vorderräder ranmachen. Ja. Und dieses Beispiel hier ist auch einfach. Jetzt mache ich das so, angenommen, da ist der Abgrund, ja, dann kommt das da rein und so, dann kommt der da rein und wenn ich dann weggefahren, den Berg wieder hochgefahren bin, weil da der Abgrund ist, ne, gestoppt, ne, dann läuft der Kreis hinterher. Und wenn ich dann den richtigen Platz habe, dann steige ich aus, entferne das wieder. Ne? Und das kann ich genauso auch vorne machen. Ne? Das Auto habe ich, wie gesagt, hier, das ist aus zweiter Hand, mindestens. Das hat einer, der hat einen Second-Hand-Laden. Und da hat er wahrscheinlich vergessen, da hat den Schlüsselbund vielleicht ins Auto reingelegt, einen Gabelstapler, jemanden gefunden, der dann das Tor aufmacht. Ja, hier unter, die Stühle, die da unten stehen, die haben hier ihren Platz. Ja, da habe ich hier ein Rohr reingeklemmt mit so einer Feder vom Duschvorhang. Ansonsten, wenn Tisch und Stühle da sind, dann kommt der Schaumgummi noch in das Rohr, dass es während der Kurvenfahrt ja, nicht rausrutscht. Da ist die Warnblinkleuchte, da ist noch zusätzlich ein Keil, ne, ein Stoppkeil. Ne. Hier ist unsere Heizung, ne, unsere Gasheizung. Da. Ne, wenn es im Winter mal kühl ist. Ne. Und da unten haben wir noch Stauraum, Töpfe und da habe ich noch so kleine Campinggasflaschen für den Gasstrahler, da bin ich nicht da hinten hinkriegen wir. Achso, und dann ist es hier noch. Oh, das klemmt, das ist dahinter geklemmt. Ja. Den Arm kann ich hier rausdrehen und dann kann meine Gattin den Tisch, das ist noch nicht dabei. Dann kann ich den Tisch hier reinmachen, kann ihn hier vorstellen, hier zum Abwaschen, höhengerecht, ne, und so weiter. Ja. Und wenn meine Frau sagt, ich bin in Lied gewählt, ich kriege nichts zu essen, ja, dann habe ich hier eine Vorratsdose. Ja, da ist, hier sind die portugiesischen Kekse, da sind noch Teile vom Weihnachtsmann, war im Sonderangebot der Weihnachtsmann, der wird zertrümmert, ja, kommt da rein, der kostete 100 Gramm, 30 Cent auf die Art und Weise und das ist Schokolade, die man bekommt. Ne? Das ist auch eine von Lidl Schokolade, kostet 78 Cent, 200 Gramm. Also das ist immer, wenn ich da nichts zu essen kriege, dann habe ich mal ja. Ja. Und dann meine Gattin, die hat gesagt, irgendwie hatte den Gehfehler. Die hatte jetzt irgendwelche Schuhe nur gepackt zum Mitnehmen, aber das ist wohl nichts. Die habe ich angezogen heute Morgen, als wir hier in Villa Bischbo waren. Ne? Da kam die immer. Ja. Aber für heute Abend habe ich auch nicht. Diese Schuhe, die sind auch von Lidl. Ja? Ja? Das Problem ist nur,
Lidl liefert ihn nicht mehr nach. Ja? das ist Also schön. hier, das ist schon wahnsinnig alt und das wird immer alles repariert, bis geht nicht mehr. Ne? Ich besohle immer dann die Schuhe selbst und so weiter, aber ja, ich brauche mal wieder ein paar neue. Das Gute hierbei ist, bis auf beim Fliegen, das hat noch eine Stahlfeder drin. Ja? Besonders gut zum Tanzen, ne? Dass die Sohlen nicht bricht. Okay. Ja? Ah, okay. Aber wenn wir fliegen, dann muss ich immer die Schuhe ausziehen, weil es piept. Ja? Ja, und das Problem ist, vernünftige Schuhe gibt es gar nicht mehr. Ja. Kriegt man gar nicht mehr. Das sind alles Schuhe, die dann so aussehen. Ne? Da habe ich es geklebt. Und durchgebrochen, die Sohlen. Ne? Ne? Ich habe hier immer altes Zeug nur dabei. Ach so, und dann, damit meine Frau glücklich ist, sie ist ganz einfach glücklich zu kriegen, die möchte zwischen 8 und 9 möchte sie Kaffee haben. Ne? Und das ist der Elektrotopf hier, Marke Eigenbau. Ne? Ja, mit Kontrolllampe, dass man sieht, es ist auch Strom vorhanden, nicht dass die Sicherung vorausgeflogen ist. Da kann sie denn ihr heiß Wasser machen. Ne? Ach so. Das Ne? machst du bestimmt. Mach ich denn, ja. Das kannst du mit dem anderen nicht machen, deswegen. Und wir haben einen, den haben wir mal gekauft auch. Das ist aber ein Plastikgehäuse Das geht das Plastik und der mit der Zeit geht kaputt. inzwischen bröckelt der überall Ja. Und auseinander. damit das ein bisschen isoliert ist, die Wärme reflektiert wird und durch die Pappe nicht durchgeht, dass man das auch im heißen Zustand transportieren kann. Das dauert dann während der Fahrt so 30 bis 35 Minuten. Ja. Dann ist die Suppe warm. Ja, und dann zum Essen halten wir dann an. Und dann habe ich ja noch was Besonderes. Das ist der Halter für meine Campinggasflasche. Ja. Diese Campinggasflaschen, die haben ja nur so einen Durchmesser. Ja. Und die fallen ja um beim Kochen, wenn du da eine Bratpfanne drauf hast. Ja. Und dann habe ich hier diesen Teller hier gemacht, verstellbar, ne, falls ich es im Auto mache oder wenn es draußen ist. Da kommt die Flasche rein, klemmt hier im Schaumgummi fest. Ja. Und ja, dann hat man den Kocher. Ne? Ich meine, sowas ist natürlich Treibgut. Ne? Und da habe ich gedacht, toll, ne? Das ist hier die variable Größe, um jetzt richtig da zu stehen. Ne? Ne? Und damit wir wird nicht weglaufen, auch wieder das Bettchen dran. Ne? Ne? Ja, unser Fahrradkiste habe ich noch gar nicht gezeigt. Was? Du weißt, dass das 5:30 ist? Ja. Nee, da ist er. Kannst du in der andere Seite. Die Vorratskiste ist auf der anderen Seite. Das ist so das Allernotwendigste. Das ist die Pass auf, Suppe. das ist der Kocher. Das ist Suppe. Suppe, Bier. Trinkt ihr Bier? Bitte schön. Was? Dankeschön. Danke. Milch und Sardinen. Das ist nur der Also das ist zum Beispiel ein Notvorrat. Ja. Wenn wir mal nichts zu essen haben und wir müssen jetzt extra nach Villa Bischbus fahren, zum Einkaufen. damit wir nicht verhungern, ja, haben wir dann zumindest eine Mittagsmahlzeit. Kartoffeln haben wir immer genügend dabei. Kartoffeln sind auch da. Pass auf, dass die Suppe da drin. Und für alle Fälle haben wir dann auch haltbar bis 5 2000 und 4 2000. Einmal. Erbsensuppe, was ist das andere? Weiß ich nicht. Und dann machen wir das immer so, das ist wichtig, wenn da so Reißverschlüsse sind, immer Pappe rauflegen, dass die nicht beschädigt werden. Ne? Weil sonst öffnet Pass sich die... auf, dass die Suppe drin ist. Also normalerweise repariere ich bei den Autos so 70% selbst. Die anderen, da habe ich eine Grube, 50 cm hoch. Ne? Aber in meinen Jahren ist das nicht so einfach, weil die dann hochkommen wieder. Ne? Und außerdem kann ich das immer nur machen, wenn meine Gattin in der Nähe ist. Oder ich muss über das Handy Nachbarn anrufen, dass er mich befreit. Wenn irgendwie das Getriebe auf dem Bauch liegt oder sonst irgendwas. Kühlflüssigkeit, minus 37 Grad. Ja? Und wenn der Deckel nicht verloren geht, ist er angebunden. Das ist 1 mm Stahlblech, ist nicht normales Blech. Oh, sehe ich gerade, das ist abgefallen. Ja, das ist wie beim Panzer. Ich habe gedacht, da kommen Vögel raus. Zeiten sind vorbei. Was mit Vögeln? Das hast du gesagt. Ja.